und herzlich willkommen. Ich bin Phil von Oizo Music und heute schauen wir uns zusammen das Debütalbum Pull the Plug von London Elektricity aus dem Jahr 1999 an. Es ist ein Werk, was für viele eine Art Grundpfeiler des Drum and Bass bzw. Jazz Step ist. Ja, wir befinden uns hier am Ende der 90er Jahre. London Elektricity war zu diesem Zeitpunkt noch ein Duo, bestehend aus Tony Coleman und Chris Goss. Das Album erschien auf ihrem eigenen und heute legendären Drum and Bass Label Hospital Records. Einer der beiden, Chris Goss, der stieg dann 2002 aus dem Projekt aus, um sich dann rein um das Label zu kümmern. Also die beiden hatten das Label gegründet und er hat sich dann weniger um die Produktion gekümmert, sondern dann eher um das Management von dem Label, was ja auch eine Heidenarbeit ist, das ganze Label dann aufzubauen. Und das Album erschien auch zuerst 1998 in Japan, also Ende 98 in Japan und dann im Verlauf 99 dann in UK. Vom Genre her bewegen wir uns hier in einer ganz spannenden Nische, kann man sagen. Also es ist Drum and Bass, aber hat eine ganz massive Portion an Jazz, Funk und Soul. Ja, Pull the Plug ist organisch, warm und voller Live-Instrumentierung, wobei vieles natürlich auch aus Samples besteht. Ja, gehen wir mal das Album Song by Song durch. Das Album fängt an mit Song in the Key of Knife. Ist ein sehr, sehr ausgiebiges, 11-minütiges Drum and Bass beziehungsweise Jazz-Step-Stück mit starken Jazz-Einflüssen. Einiges wurde von Jazzplatten abgesampelt, zum Beispiel der Upright Bass, der soll wohl mehrfach geschichtet sein, also es sollen wohl, ich habe gehört, wohl angeblich 7 verschiedene Samples oder 6 oder 7 verschiedene Samples, die übereinander geschichtet worden sind wohl. Und einiges ist aber auch speziell eingespielt worden wohl, also Cello, Flöte, Saxophon, Violine und darunter liegt quasi ein Drum and Bass Beat, also ein klassischer Two-Step-Beat nennt man das. Ich ziehe persönlich meinen Hut vor dem produktionstechnischen Aufwand und dem Mut, echten Jazz so tief mit Drum and Bass zu verweben. Für mich persönlich am Ende des Tages fehlt mir hier eine melodische Greifbarkeit und eine etwas kompaktere Struktur. Also wie gesagt, 11 Minuten lang und dafür hat es für mich persönlich ein bisschen zu wenig Abwechslung, aber ist nur meine persönliche Meinung. Ist aber handwerklich ein starkes Stück, das sich für mich aber wie gesagt in seiner Länge ein bisschen verliert. Track Nummer 2 ist dann PBE, in Klammern Electrical Storm. PBE steht übrigens für Powerful, Beautiful und Excellent. Kenne ich übrigens noch jemanden, auf den das zutrifft. Ist ein ganz cooler 175 BPM Drum and Bass Track mit ganz coolem Beat. Stilistisch auch relativ ähnlich zu Track 1. Also das heißt, wir haben einige Samples, aber auch eine eingespielte Flöte und String Sounds, relativ jazzig wieder. Vocals sind hier vom amerikanischen Rapper John Forte, der auch mit den Fugees übrigens zusammenarbeitete. Ja, auch hier fehlt mir aber so ein bisschen die melodische Greifbarkeit und eine etwas kompaktere Struktur. Immerhin nach 6 Minuten kommt hier ein äußerst groovender, funkiger Abschnitt mit Synthbass, der mir relativ gut gefällt. Und was ist neben mir noch? Powerful, Beautiful und Excellent. Ihr wisst schon, natürlich unsere geliebte Hörprobe. Kommen wir dann zu Shakedown. Beginnt erst relativ gemütlich mit unter anderem einem E-Piano, was mit einem Phaser-Effekt unterlegt ist, was dann einen gewissen loungigen Flair so aus den 70ern erzeugt.
Dann wird es für mich leider wieder ein bisschen eintönig und ist für mich auch kein Favorit. Man hat hier auch wieder diesen Upright-Bass, was vermutlich wieder abgesampelt wurde. Dann diverse Fills, Steps und so weiter und so fort. Ist auch ein bisschen, geht fast in Richtung Big Band bzw. Two-Step oder Garage fast schon. Es soll wohl nicht von London Electricity produziert worden sein, sondern wohl von Landslide. Er hat wohl angeblich bei 2 Tracks auf diesem Album mitgeholfen. Landslide, das ist Tim Land heißt der, es stammt natürlich auch aus UK. Sind jetzt nicht unbedingt meine Favoriten auf dem Album, muss ich zugeben. Der nächste Track ist wohl ein absoluter Klassiker im D&B-Bereich, und zwar Rewind. Wobei ich persönlich bin ein deutlich größerer Fan von der japanischen Version. Ich habe ja erzählt, das japanische Album kam etwas vor dem UK-Album raus. Und auf der japanischen Version ist eine etwas andere Version von dem Track drauf und der auch besser ist. Der Track hat großartige Soul-Vocals von Leanne Carroll. Thematisch auch ganz interessant, wusste ich bis vor kurzem nicht, aber habe ich von Tony Coleman gehört, dass das wohl thematisch um die Abhängigkeit vom Internet geht und den Wunsch ist, zur Zeit davor zurückzudrehen. Also eigentlich ganz interessant. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Track, wie gesagt, schon in 98 produziert wurde, also Ende 98 wohl rauskam und da schon von der Thematik her es darum ging, das ist eigentlich ganz interessant. Gerade heute, ne, wo Internet überhaupt nicht mehr wegzudenken ist das eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, fand ich persönlich. Bei dem Track hat man zunächst einige Akustikinstrumente, darunter Gitarre, Bass, Klarinette, Flöte, Saxophon. Ab 3 Minuten 30 ungefähr folgt dann dieser genretypische Two-Step-Beat. Der typische Drum-and-Bass-Beat, den nennt man Two-Step-Beat, nur für diejenigen unter euch, die das noch nicht wissen sollten. Bleibt aber dann auch relativ monoton wieder, deswegen kommen dann die Vocals auch aus meiner Sicht nicht ganz so gut zur Geltung wie in der Japanese-Version. Also die Japanese-Version ist besser, definitiv. Aber jetzt bitte nicht den Rewind-Knopf drücken, ne? Denn jetzt folgt eine Hörprobe und zwar von der Japanese-Version, extra nur für euch. Ja, mit Superstructure folgt dann der nächste Track und der wurde auch wieder wie Shakedown schon produziert von Landslide. Ist für mich wahrscheinlich die schwächste Nummer vom Album. Ich kann relativ wenig mit anfangen, ist relativ monoton, relativ abgehackt wirkende Sounds und Samples, die ein bisschen für mich wie wild zusammengewürfelt wirken. Also ja, vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Was ich aber cool finde, man hat einen gewissen Bossa Nova Einfluss im Rhythmus, ja. Also so, man spürt halt, man hat einen gewissen Bossa Nova Einfluss im Rhythmus. Trotzdem für mich kein Highlight vom Album. Track Nummer 6 wäre dann Do You Believe, ist äußerst entspannt gehalten, wieder mit den Vocals von Leanne Carroll. Dazu hat man einige Akustikinstrumente, ganz nette Bassline, kommt nicht ganz an Rewind ran. Soll wohl auch eine Art Cover von einem Webster Lewis Song sein, vom gleichnamigen, glaube ich. Also der heißt auch Do You Believe. Ist okay. Jetzt auch kein absoluter Hammer-Track. Der nächste Song ist dann der titelgebende Song vom Album und zwar Pull the Plug. Das ist, soll wohl angeblich anfangs die erste Minute wohl nur aus Samples vom Schluss von diversen Songs bestehen. Also da haben die beiden die Outros von vielen Songs, wahrscheinlich auch größtenteils Jazzplatten abgesampelt und haben das halt so ein bisschen aneinandergereiht und haben das die ersten Minute gespielt. Ganz kreative Idee, eigentlich ganz cool sowas zu machen. Klingt auch teilweise ein bisschen so, als hätte man hier James Bond
gesampelt, das Intro-Theme, das bekannte von James Bond, klingt ein bisschen danach. Ab 1 Minute 15 hat man dann diesen, einen ganz netten Two-Step-Beat und auch wieder einen vermutlich gesampelten Upright-Bass. Später gibt es dann unter anderem relativ schnelle Wah-Wah-Gitarre, und ist soweit ein solider Track, könnte man mit zu den besten vom Album zählen. Der vorletzte Track ist dann Brother Ignoramus oder Ignoramus, Ignoramus wäre Deutsch, Ignoramus wahrscheinlich, ist neben Rewind wohl das Highlight vom ersten Album. Eine relativ entspannte Stimmung, gute Breakbeats, es wird auch als Loungecore bezeichnet und ist aber auch wieder relativ monoton gehalten. Also ich muss dazu sagen, ich persönlich bin eher ein Fan von Liquid Drum and Bass. Das ist eine Stilistik, die kam 2-3 Jahre später erst so ein bisschen zum Vorschein. Deswegen ist das hier von der Stilistik noch nicht mein Style. Liquid Drum and Bass ist dann eher noch atmosphärischer, ein bisschen melodischer, so. Es ist eher mein Gusto. Aber hier hat man relativ schöne Flächen zu hören, richtig tolle Flächen, also und der Song war auch der erste Release von London Electricity. Wie die beiden auch übrigens selber gesagt haben, bei dem Song hier haben die bei diesem Song bei Brother Ignoramus noch überhaupt nicht auf den Sub geachtet. Also normalerweise ist ja heutzutage und auch viele Jahre vorher ist ja Standard gewesen, einen Sub-Bass in einem Song zu haben. Bei dem Song hier gibt es keinerlei Sub-Bass, was den beiden im Nachhinein auch aufgefallen ist, wo die auch drüber gesprochen haben, was ich auch ganz interessant finde. Die haben einfach damals noch nicht drauf geachtet, da einen Sub-Bass anzufügen. Das war halt nicht gang und gäbe, wie das heute so ist oder wie das ein paar Jahre später dann gang und gäbe war. Aber da würde ich mal sagen, ey Bruder, gib mal Hörprobe rüber. Alles klar, sage ich dann nur, denn hier ist genau diese. Ja, mit dem letzten Track kommen wir dann zu Dirty Dozen. Ist ein 170 BPM Jazz Step Track, wo man auch wieder einige Samples involviert hat. Auch wieder Samples im Jazzbereich. Wird durch die Bongos fast so ein bisschen Mandingo oder Mambo, wie die beiden es übrigens bezeichnet haben. Ist durchaus funky und mit einer gewissen organischen Percussion auch ein ganz guter Track. Kein extrem herausragender, aber schließt das Album eigentlich so in seiner Art und Weise, ist ja ein Jazz-Step-Album, schließt das Album ganz gut ab. Ja, als Fazit dann würde ich sagen, man kann sagen, Pull the Plug ist ein handwerklich beeindruckendes Pionierwerk des Jazz-Step. Es besticht durch den mutigen Einsatz von Akustikinstrumenten und echten Live-Musikern. Ein Aufwand, vor dem man eigentlich auch heute noch den Hut ziehen kann. Trotz dieser genannten Qualität kämpft das Album für mich mit zwei Problemen. Also einmal eine gewisse Monotonie und Strukturen, die sich oft in ihrer eigenen Länge verlieren. Wie zum Beispiel das 11-minütige Song in the Key of Knife, ist aber trotzdem ein fantastisches Zeitzeugnis für Liebhaber des organischen Loungecore-Sounds der späten 90er. Aber mir persönlich fehlt über die gesamte Laufzeit eine melodische Greifbarkeit, um es als ein Überalbum zu bezeichnen. Wie ich schon genannt habe, ich bin eher Fan von Liquid Funk, deswegen ist das auch kein Wunder. Das Debüt ist halt ein wichtiges Fundament für London Electricity, wobei ich aber eher Fan von den Alben bin, die danach kommen. Es war mir trotzdem wichtig, das zu besprechen, weil ich so Debütalben immer als relativ wichtig ansehe, gerade bei Künstlern, die dann im Verlauf noch bessere Alben produziert haben, wie in dem Fall auch. Ja, bei der Gesamtwertung komme ich persönlich auf einen Wert von 6,1 von 10 Punkten. Also ist ein durchaus solides bis gutes Album.
auch eine Hörempfehlung vielleicht für Leute, die diesen älteren Stil noch gar nicht kennen, weil Jazzstep gab es dann eigentlich, würde ich sagen, so ab den 2000ern immer weniger, seltener. Ja, also ist schon eine Hörempfehlung für Leute, die auf Drum and Bass stehen und diese Stilistik noch nicht kennen. Aber wie die Wertung zustande kommt und wie ich die Tracks auch einzeln wiederum bewerte, das seht ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Also falls Interesse da ist, einfach mal nachgucken, auch kommentieren, falls ihr zustimmt, falls ihr nicht zustimmt. Bin da absolut offen. Aber ja, das war natürlich wie immer nur meine Meinung zu dem Album Pull the Plug. Jetzt möchte ich natürlich wieder wissen, wie ist denn eure Meinung zu dem Album? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr Bock habt. Würde mich sehr freuen darüber. Ja, ansonsten war es das mal wieder für heute. Ich bin Phil von Oizo Music. Vielen Dank fürs Zusehen und ansonsten bis zum nächsten Mal.